Oder? Jetzt läuft's weiter. Okay. Den Timer noch. Ja, So, willkommen bei Teil 3. zum Thema schwules Kennenlernen früher und heute. So, wir waren gerade bei Chiffre-Anzeigen. Genau. Das war eine sehr langwierige Geschichte, Ja, weil es wochenlang gedauert hat. Man hat entweder darauf gewartet, dann gab es ja, wenn du eine Anzeige gemacht hast, dann gab es also irgendwann einen dicken Umschlag, wo dann die Zuschriften kamen. und die kamen alle auf einmal. Die kamen alle auf einmal Ach so. und dann gab es nochmal vielleicht wenn es viele waren, nochmal einen Nachschlag. Oder wenn du halt geschrieben hast, dann war es eigentlich noch blöder, weil entweder kam überhaupt keine Antwort Ja. oder eben auch erst viel später. Da lag ein Foto vielleicht bei oder auch nicht. Also es war eine sehr mühsame Geschichte. Ja. So, und was hattest du mir vorhin gerade gesagt? Genau. Erzähl mal. Ich habe auch mal in der Zeit, wo es auch schon Internet gab, auch mal irgendwie bin ich drauf gekommen, im Teletext zu gucken. Ich weiß nicht mehr genau bei welchem Sender, aber ich glaube Pro7 oder so war das. Und da Ja. gab es dann auch halt natürlich Mann und Mann und dann auch speziell auf die Region. Und ich hatte dann auch irgendwie einen gefunden, der nur ein paar Kilometer von meinem Dorf entfernt war. Und dann haben wir uns halt irgendwie an einem neutralen Ort getroffen. Und der Typ war so fürchterlich. Und ja, und das war, Mhm. das war ein Typ und dann hatte ich noch einmal einen, der auch im Teletext war und der war auch so furchtbar und dann habe ich das gelassen mit dem Ja. Teletext. Ja, das war doch eine gute Idee. Das war sehr schlimm. Ja, natürlich ist es halt, heutzutage hast du halt natürlich immer schon Fotos und sonst was, Ja. woraus du was ablesen kannst. Früher war das eigentlich öfter so ein Wabonspiel. Man hat sich halt dann doch getroffen, auch wenn man überhaupt kein Foto hatte. Ja. Ja, also weil man hat dann vielleicht einen Brief bekommen, da war dann kein Foto drin, Mhm. aber er hat nett geschrieben. Und da hat man vielleicht vorher mal telefoniert, okay, und dann sich getroffen. Da wusstest du aber nicht, wie der Typ aussieht. Ja. Also das gab es schon sehr viel. Ja, Und man macht dann ein Erkennungszeichen aus. ja, aber bitte keine Rose oder Nelken, das fand ich immer blöd. Also ich habe mich dann lieber irgendwo vor einem Lokal verabredet oder in der Nähe davon, dass man dann gemeinsam irgendwo hingegangen ist. Ja. Es kam allerdings auch schon vor, ich bin da immer sehr ehrlich gewesen, dass ich dann gesagt habe, also ich glaube, wir lassen das mal lieber sein. Dass wir uns da jetzt eine Stunde rumquälen oder zwei, das macht keinen Sinn. Ich gehe gleich wieder. Das ist dann zwar natürlich erstmal enttäuschend für beide, aber es ist einfach ehrlicher. Ne? So, Ja. das gab es auch. Ja, ich habe jetzt auch gehört, zum Beispiel in der heutigen Zeit, wo es ja mit dem Internet so einfach ist, sich jemanden zu schnappen oder kennenzulernen, dass doch eine Reihe von Männern, egal in welchem Alter, dazu übergehen, zu einer in Anführungszeichen seriösen Partnervermittlung zu gehen. Ja, da gibt es ja jetzt auch immer mehr. Da gibt es immer mehr. Und es gibt ja auch, die haben dann ja auch wirklich so psychologische Tests da irgendwie von wegen, wähle das Muster aus, was dir am besten gefällt Ja. und so. Mhm. Und erhoffen sich dadurch den perfekten Partner dann zu finden. Ja. Und die meisten davon, oder ich weiß nicht, ob die meisten, aber viele kosten auch Geld. Also man Die kann sich kosten- umsonst anmelden und dann diesen Test machen und kriegt dann irgendwie Vorschläge, Ja. aber kann die dann nicht kontaktieren oder Ja, so, das genau. Und wenn du es dann halt weitermachen musst, musst du bezahlen. Ja, Ja, aber ich habe aber gehört, dass das schon, also bei 2 Bekannten hat das funktioniert. ja. Ja. So, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt jetzt sogar sogar so eine Agentur, wo nur Männer vermittelt werden, die auf Natur stehen, also auch biomäßig angehaucht sind. Also, gibt es einen Biomann? Ich weiß gar nicht. Ein biologisch abbaubarer Mann. So, und ja gut, okay. Aber wenn man sich alles so das vor Augen führt, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn
es wieder einen Trend gäbe, zurück zum mehr Ausgehen, Ja, dass man mehr flirtet wieder, dass man aufeinander zugeht, dass man miteinander quatscht und dann eben guckt, ob und was draus wird. Also das finde ich ganz schön. ja, Nicht? Also, dass man sich mehr wieder auf jemanden einlässt. Und wenn es nur für einen Abend ist, ich bin immer so, ich weiß, ich bin immer so neugierig. Ich will immer was von den Leuten wissen. Ja, also was sie so machen und wie sie so drauf sind und ich finde das spannend. ja. So, das, was nicht so sehr reduziert auf, Auf Äußerlichkeiten. ja, zum Beispiel, oder eben auch nur Sex, weil, wie gesagt, ich finde, auch so in so einem Gespräch kann was entstehen, was man vielleicht vorher gar nicht vermutet hätte, dass man irgendwie rausfindet, man kommt aus derselben Gegend, oder man kennt dieselben Leute zum Teil, oder. Ja, Ja, und das finde ich dann ja auch ganz schön bereichernd, also, als diese ewige Sucherei nach irgendwelchen sexuellen Abenteuern. ja, genau. Ja, und was mir gerade noch einfällt, ich bin halt früher, als ich glaube 18 oder 19 war, Also kürzlich. da war ich einmal mit einem Freund in Bielefeld, auch in einer schwulen Bar. Da gibt es ja Schwulenbar Ja, in Bielefeld. Und dort, und das war keine Bar, oder doch, es war eine Bar. Aber es gab auch was zu essen da. Auf jeden Fall war ich dann da und auf einmal sehe ich dann einen Lehrer von unserer Schule da. Nee. Und es war nicht wirklich eine Überraschung, so, weil er halt wirklich sehr tuckig war. Ah ja. Aber es war trotzdem irgendwie ein Schock, so den dann zu sehen. Und dann haben wir standen uns direkt gegenüber und dann habe ich halt gesagt, hallo, und er hat auch hallo gesagt. Und dann bin ich halt weitergegangen und ja, das Also, war sehr lustig. du wusstest, wer er war? Und er wusste auch, wer Aber- ich war. Also ja. er hat auch da in meiner Stufe unterrichtet. Ich hatte zwar keinen Unterricht bei ihm, aber ja, man kannte sich schon. Mhm. Das ist ja witzig. Ja, Ja. leider war es nicht mein Typ. Aha. Ja, du sagtest ja zu Zu tuckig. tuckig. Ja, muss nicht sein, nein, das Nee. stimmt. Mhm. Ja, und das war halt auch so, wenn man in Bielefeld gab es, glaube ich, 2 schwule Bars. Und die eine war halt mehr so Disco-Bar und die andere war halt mehr Sitzenbar. Mhm. Und wir waren in der Sitzenbar. Und ja, das war ganz, ganz ja, nett eigentlich. Aber man musste halt auch dann nach Bielefeld irgendwie, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometer Ja. oder vielleicht war es gar nicht so Ja. weit entfernt. Das ist auch so ein Punkt. Früher nahm man ja auch Entfernungen in Ja. Kauf, wenn man sich dann halt treffen wollte. Und der war halt ein bisschen weiter weg und hatte auch vielleicht kein Auto, dann ist man halt ein Stück gefahren. Naja, also So. mein erster Freund, der kam aus Uelzen. Das war auch ja, fast 2 Stunden oder mit einem Regionalding sogar über 2 Stunden, ich weiß es nicht. Aber das war dann halt auch ja, nicht jedes Wochenende. Und dann meine zweitweiteste war Nürnberg. Das war immer schlimm. Das waren ja, fast 5 Stunden oder so im Ja. Zug. Erstmal nach Hannover und dann da runter die ganze Zeit. Das erste Mal war es am schlimmsten. Mhm. Obwohl wo wir uns kennengelernt haben, hat mich abgeholt. Und dann sind wir nach Hannover gefahren. Und aber dann bin ich halt immer nach Nürnberg gefahren und das war schon, dann ist man Ja, halt, das ist- kommt halt abends an am Freitag und muss mittags am Sonntag wieder fahren. Und man hat halt irgendwie den Samstag und dann war es das schon wieder. Das ist schon doof. Ja, das kenne ich auch alles. Also, Thema Fernbeziehung machen wir beim nächsten Mal. Genau, Fernbeziehung kommen wir beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.